Wenn du selbstständig bist, ist für dich nicht nur das Thema Steuern relevant, sondern auch das Thema Krankenversicherung. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Und zwar schreibt dir der Gesetzgeber vor, dass du eine Krankenversicherung zu haben hast. Das heißt, es gibt eine Krankenversicherungspflicht. Das ist ehrlicherweise auch relativ sinnvoll, weil, ja, wenn du keine Krankenversicherung hast, musst du halt sämtliche Arztrechnungen, potenzielle Krankenhausrechnungen immer aus eigener Tasche bezahlen. Und man wird ja nicht geplant krank, sondern das sind immer Situationen, in denen es sowieso schon nicht so wie geplant läuft. Und wenn du vom Auto angefahren wirst, dann im Krankenhaus landest, da ein paar Wochen verbringst, dann auch noch die Rechnung dafür zu bezahlen aus eigener Tasche, das können die meisten nicht. Und deswegen ist es schon sehr sinnvoll, dass es dafür Versicherungen gibt und dass die auch gesetzlich vorgeschrieben sind. Aber anders als bei Angestellten hast du als Selbstständiger die Möglichkeit, vollkommen einkommensunabhängig auch die private Krankenversicherung zu wählen. Und das sorgt natürlich, dass du jetzt die Qual der Wahl hast. Und die Frage, was für dich das Beste ist, das versuchen wir mal in diesem Video zu beantworten. Generell zu dem Thema, wie sich Krankenversicherungsbeiträge berechnen, dazu habe ich schon mal ein separates Grundlagenvideo aufgenommen. Das verlinke ich dir einmal oben rechts. Du findest es aber auch unten in der Videobeschreibung. Hier wollen wir vor allem einmal die private Krankenversicherung mit der gesetzlichen Krankenversicherung miteinander vergleichen. Schauen wir uns zunächst einmal die gesetzliche Krankenversicherung an. Die funktioniert nach dem Solidarprinzip. Das heißt, jeder zahlt einkommensabhängig einen gewissen Anteil des Einkommens, also bei Selbstständigen vom Gewinn, in die Krankenversicherung ein und dann hat jeder gesetzlich Krankenversicherte den Anspruch auf die gleichen Leistungen. Der aktuelle Beitragssatz bei der gesetzlichen Krankenversicherung beträgt 14%. Wenn du keinen Anspruch auf Krankengeld haben möchtest, wenn du diesen Anspruch auf Krankengeld haben möchtest, dann 14,6%. Und dann erhebt jede einzelne Krankenversicherung nochmal einen Zusatzbeitrag, der variiert, beträgt aber so ungefähr 2,5% aktuell. Das heißt, insgesamt zahlst du für die Krankenversicherung so ungefähr 16,5 bis 17% von deinem Gewinn. Und das zahlst du dann monatlich in Abschlägen und einmal im Jahr musst du dann den Steuerbescheid, sobald du ihn vom Finanzamt bekommen hast, bei deiner Krankenversicherung einreichen und dann werden diese Beiträge neu berechnet. Und dieser Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung steigt halt an, wenn dein Einkommen ansteigt und geht auch wieder runter, wenn dein Einkommen entsprechend sinkt. Allerdings nicht komplett unlimitiert. Es gibt nämlich einen Mindestbeitragssatz. Das heißt, die Krankenversicherung geht immer davon aus, dass du ein Mindesteinkommen hast. Das finde ich persönlich ziemlich frech, weil das gibt es bei Angestellten nicht. Bei Selbstständigen ist es aber der Fall, dass man immer Krankenversicherungsbeiträge zahlt, als wenn man mindestens 14.979,96 € Gewinn macht, also ungefähr 15.000 Euro. Das ist quasi als Mindestgewinn angenommen von der Krankenversicherung. Wenn du weniger Gewinn machst, dann sinkt der Krankenversicherungsbeitrag nicht noch weiter runter. Aber es gibt auch nach oben ein Limit. Das heißt, wenn du viel verdienst, dann steigen deine Krankenversicherungsbeiträge nur bis zu einem Gewinn von 66.150 Euro. Und wenn du mehr verdienst, also wenn du 70.000 oder 75.000 Euro verdienst, also Gewinn machst, dann zahlst du genauso viel Krankenversicherungsbeiträge, als wenn du 200.000 Euro Gewinn machst. Das heißt, in diesem Korridor geht das Ganze nach oben und nach unten und dann funktioniert das Ganze in Deutschland mit allen, die in dieser gesetzlichen Krankenversicherung sind, nach dem Solidarprinzip. Und man kann ehrlicherweise sagen, diese Beitragszahlungen, also diese 14%, 14,6% und so weiter, die steigen über die Jahre immer weiter an. Das ist halt einfach so, das zeigt die Erfahrung, dass hier diese Kosten immer weiter ansteigen, weil einfach das Gesundheitssystem immer teurer wird, auch aufgrund des demografischen Wandels. Das heißt, wenn du dich für die gesetzliche Krankenversicherung entscheidest, dann leidest du halt entsprechend auch ein bisschen darunter, dass in der gesetzlichen Krankenversicherung zunehmend alte und damit prozentual häufiger auch kranke Menschen versichert sind und das führt dann halt dazu, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Beiträge tendenziell eher steigen als sinken werden. Das sollte man zumindest wissen. Aber dieser Effekt gilt natürlich auch, wenn du irgendwann alt bist und es jüngere Menschen gibt, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind. Weil, wenn du älter bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass dein Einkommen wieder ein bisschen niedriger ist. Das heißt, im Alter sinken typischerweise die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung, weil dein Einkommen niedriger ist, obwohl die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen und deine Arztbesuche deutlich umfangreicher und häufiger sind. Das ist der große Vorteil an diesem Solidarprinzip. Das heißt, letztendlich zahlst du jetzt gerade halt viel ein, mehr als du in Anspruch nimmst und später, wenn du mehr in Anspruch nimmst, sind deine Beiträge trotzdem niedriger. Ein anderer Aspekt bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist auch sehr solidarisch und zwar gibt es
Familienversicherungen. Das heißt, wenn du Kinder hast oder einen Ehepartner hast, der quasi kein eigenes Einkommen hat, mit dem du verheiratet bist, dann können diese Kinder über dich mitversichert sein. Und das gilt natürlich einmal für heute, also wenn du heute Kinder hast, aber auch in Zukunft, wenn du Familie planst beispielsweise, dann ist der große Vorteil der gesetzlichen Krankenversicherung, dass du diese Kinder nicht separat extra versichern musst, sondern dass sie quasi über dich mitversichert sein können. Und dann sind auch deren Gesundheitskosten quasi über deine gesetzliche Krankenversicherung einfach mitversichert. Ein großer Kritikpunkt bei der gesetzlichen Krankenversicherung, neben den hohen Beiträgen, ist die Auswahl der Leistungen, die enthalten sind in deiner Krankenversicherung. Darauf hast du nämlich keinen Einfluss. Du kannst nicht auswählen, dass du zum Beispiel beim Zahnarzt bestimmte Leistungen haben möchtest, dass du gerne eine Chefarztbehandlung haben möchtest, dass wenn du ins Krankenhaus kommst, dir das Zimmer nicht teilen möchtest mit ganz vielen anderen. Darauf hast du einfach keinen Anspruch. Und auch bestimmte Behandlungsmethoden, ob die nun inklusive sind oder nicht, das kannst du nicht auswählen. Du hast so klein bisschen eine Auswahlmöglichkeit, weil es mehrere gesetzliche Krankenversicherungen gibt und du die einfach wechseln kannst. Das heißt, bei einigen Krankenversicherungen sind jetzt bestimmte Behandlungsmethoden zum Beispiel inklusive, bei anderen nicht und du kannst natürlich auch die gesetzliche Krankenversicherung wechseln und dadurch hast du so eine minimale Möglichkeit, so ein bisschen Einfluss darauf zu nehmen, wofür du da eigentlich zahlst, aber im Wesentlichen hast du da gar kein Mitspracherecht und das ist definitiv ein Nachteil bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Und außerdem sollte man noch einen großen Nachteil erwähnen, der bezieht sich ehrlicherweise auch auf die private Krankenversicherung, ist aber ein großer Nachteil, den du als Selbstständiger hast und zwar musst du deine Krankenversicherung selbst bezahlen und zwar zu 100%. Wenn du angestellt bist, zahlt nämlich der Arbeitgeber ungefähr die Hälfte deiner Krankenversicherungsbeiträge und du als Angestellter nur die andere Hälfte. Das heißt, wenn du dir einmal im Monat deine Gehaltsabrechnung anschaust, dann stöhnst du vielleicht wegen den so unglaublich hohen Krankenversicherungsbeiträgen. Du vergisst aber, dass die eigentlichen Beiträge doppelt so hoch sind. Und als Selbstständiger merkst du das dann. Das heißt, wenn du dich selbstständig machst, dann merkst du, oh Gott, die Krankenversicherung ist wirklich teuer, weil du dann halt die gesamten Beiträge zahlen musst. Du hast keinen Arbeitgeber mehr, der dir den Arbeitgeberanteil zahlt. Du musst halt alles bezahlen. Das betrifft jetzt ehrlicherweise nicht nur die gesetzliche Krankenversicherung, das ist aber generell ein Nachteil für Selbstständige. Und damit kommen wir zur privaten Krankenversicherung. Die private Krankenversicherung ist so ein Bausteinsystem letztendlich. Das ist so, als wenn du auf so einer Webseite von einem Autohersteller ein Auto konfigurierst. Es gibt so eine Basisleistung, also ein Lenkrad muss jedes Auto haben, 4 Räder und so weiter. Genauso gibt es mit einer Krankenversicherung ein paar Beiträge, die sollten immer abgedeckt sein und die sind auch gesetzlich vorgeschrieben, dass sie in jeder Krankenversicherung enthalten sein sollen, also die Basisleistung. Aber darüber hinaus kannst du dann auswählen, ob du einen Heckspoiler, also eine Chefarztbehandlung beispielsweise willst oder ob du irgendwelche bestimmten Behandlungsmethoden dabei haben möchtest und so weiter. Da ist der Kreativität ehrlicherweise auch keine Grenzen gesetzt, aber in erster Linie zahlst du neben diesen Basisleistungen tatsächlich einfach nur für das, was du für dich aktiv auswählst. Und wie hoch die Beiträge sind, ist vollkommen unabhängig von deinem Einkommen. Die Höhe der Beiträge bei einer privaten Krankenversicherung richten sich in erster Linie nach den Bausteinen, die du ausgewählt hast, also nach deiner Konfiguration. Wenn du viel dabei haben willst, dann zahlst du viel. Wenn du wenig dabei haben willst und auch fein bist mit so einer Eigenanteil, den du immer zahlst, dann sind die Beiträge halt eher niedriger. Außerdem spielt natürlich dein Alter und dein Gesundheitszustand eine große Rolle, weil die private Krankenversicherung, die ist ja dafür da, um irgendwie Gewinn zu erwirtschaften und da gibt es ganz häufig bei der Aufnahme einen Gesundheitstest und wenn sich da dann rausstellt, die Person ist ganz schön häufig krank, dann sind die Beiträge höher, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du tatsächlich dann auch häufiger zum Arzt gehst, halt relativ groß ist. Wir merken schon, bei der privaten Krankenversicherung gibt es kein solches Solidarprinzip wie bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Da gilt vor allem, du zahlst das, was du gebucht hast. Der große Vorteil einer privaten Krankenversicherung ist vor allem für junge und gesunde Menschen ganz klar der Beitrag. Also du kannst mal gern auf eine Seite gehen, wie zum Beispiel Check24, private Krankenversicherungen auswählen und da mal so ein paar Dinge ankreuzen und du wirst merken, du zahlst ganz häufig signifikant weniger als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also in der gesetzlichen Krankenversicherung liegt der Beitrag, wenn du ganz gut verdienst, ganz häufig bei gut 1.000 Euro. Also so ungefähr 1.000 Euro Krankenversicherungsbeiträge und Pflegeversicherung. Und wenn du jetzt plötzlich private Krankenversicherungen mal konfigurierst, dann landest du ganz häufig so bei 500, 600 Euro für eine viel bessere Leistung, weil du in der Regel schneller behandelt wirst, du hast Chefarztbehandlungen und alles mögliche. Und das ist der zweite Vorteil, dass ganz häufig die Art und Weise, wie dir, ich will mal sagen, das Gesundheitssystem entgegentritt, viel, viel wohlwollender ist. Plötzlich hast du Termine, plötzlich hat der Arzt Zeit für dich, weil du privat krankenversichert bist. Das liegt übrigens daran, weil Ärzte und so weiter einfach mehr an dir verdienen, wenn du privat versichert bist. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn du privat versichert bist und ein Nachteil, wenn du halt gesetzlich versichert bist. Das sollte dir aber natürlich bewusst sein. Bei der privaten Krankenversicherung kriegst du ganz häufig mehr Leistung
für weniger Geld. Aber du gehst mit der privaten Krankenversicherung auch ein gewisses Risiko ein. Weil du eben nicht einkommensbasiert deine Beiträge bezahlst, kann es natürlich sein, dass du in Lebensphasen, in denen du viel verdienst, in der privaten Krankenversicherung weniger bezahlst in der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber was ist zum Beispiel in Phasen, in denen du weniger verdienst? Weil du krank bist oder weil die Auftragslage schlecht ist oder auch einfach, weil du alt bist und in Rente gehen möchtest. Dann würdest du in der gesetzlichen Krankenversicherung auch einfach entsprechend deines Einkommens weniger Beiträge bezahlen. In der privaten Krankenversicherung zahlst du nach wie vor das, was du konfiguriert hast. Das heißt, da sind die Beiträge dann hoch und wachsen unter Umständen. Weil wenn du lange krank ausfällst oder alt bist und damit auch krankheitsanfälliger bist, dann steigen deine Beiträge häufiger mal. Und das ist natürlich super ärgerlich in Phasen, in denen du wenig verdienst, dann auch noch steigende Krankenversicherungsbeiträge zu haben, die, sind wir mal ehrlich, auch wenn 500 € deutlich weniger ist als 1000 €, trotzdem nicht gering sind. Und das sollte dir natürlich bewusst sein. Dieses Geld sparst du nicht per se, das solltest du idealerweise einfach zur Seite legen, damit du genau für diese Lebensphasen gut gerüstet und vorbereitet bist. Also bitte nicht bis auf den letzten Euro das Ersparnis einfach ausgeben und dich dann darüber freuen, dass du ja viel weniger bezahlst, sondern du solltest dann, wenn du in der privaten Krankenversicherung versichert bist, tatsächlich auch selber vorsorgen oder zumindest eine Rücklage bilden. Außerdem sollte man hier dazu sagen, dass es Altersentlastungstarife gibt. Die privaten Krankenversicherungen kennen das Problem natürlich und die wollen natürlich auch keinen Forderungsausfall haben, wenn du irgendwann in Rente bist und wenig verdienst. Und deswegen gibt es Altersentlastungstarife. Das heißt, dann zahlst du erst ein bisschen mehr, als du eigentlich zahlen müsstest, um dann später ein bisschen weniger zu zahlen. Da solltest du dich aber individuell beraten lassen, weil das natürlich immer auch abhängig davon ist, wie deine Lebensplanung ist, bis wann du eigentlich arbeiten möchtest und so weiter. Das heißt, da kann ich dir jetzt in einem pauschalen Video nicht weiterhelfen und da können dir ehrlicherweise so Vergleichsseiten wie Check24 und Co. auch nicht per se einfach weiterhelfen. Da solltest du idealerweise mit einem Experten darüber sprechen. Außerdem ein weiterer Faktor, den du in der privaten Krankenversicherung wissen solltest, ist, dass da jeder Mensch, jede Person einzeln versichert werden muss. Das heißt, wenn du jetzt der Alleinverdiener oder Verdienerin in deiner Familie bist und du Kinder hast oder einen Ehepartner hast oder sogar beides hast, dann müssen alle diese Personen einzeln versichert werden. Das führt natürlich auch dazu, dass die Beiträge dann signifikant steigen können und unter Umständen tatsächlich auch höher liegen können als bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Und damit kommen wir zu einer Frage, die ich in diesem Video auf diesem Kanal unbedingt beantworten möchte, und zwar dem ganzen Thema: Wie kannst du das Ganze eigentlich von der Steuer absetzen? Denn deine persönlichen Krankenversicherungsbeiträge, die kannst du von der Steuer absetzen. Aber bitte, bitte nicht in deiner Buchhaltung. Also deine Krankenversicherungsbeiträge sind keine Betriebsausgaben und haben damit nichts in deiner Buchhaltung zu suchen. Du kannst die gezahlten Krankenversicherungsbeiträge aber in deiner Einkommensteuererklärung als Sonderausgaben absetzen und damit reduzieren diese Krankenversicherungsbeiträge dein zu versteuerndes Einkommen und damit auch deine Einkommensteuerlast. Du kannst diese Vorsorgeaufwendung, also die Krankenversicherung, bis zu einer Höhe von 2.800 € pro Jahr absetzen. Da denkst du dir vielleicht, 2.800 €, das ist irgendwie nicht so viel, wenn mir die Krankenversicherung monatliche hunderte Euro abknöpft. Da hast du absolut recht. Im Gesetz steht auch, um genau zu sein, bis zu einer Höhe von 2.800 €, mindestens jedoch die Basisabsicherung von der Krankenversicherung. Das heißt, die Basisabsicherung von deinen Krankenversicherungsbeiträgen, die kannst du komplett absetzen. Auch wenn das über 2.800 € sein sollte, ist es eigentlich ehrlicherweise fast immer. Bei Angestellten gelten übrigens nicht die 2.800 €, sondern 1.900 €. Und hier gilt natürlich, je mehr du zahlst, desto mehr kannst du dann auch von der Steuer absetzen. Ich weiß, es ist natürlich ein blödes Argument, weil das Geld hast du nicht mehr, aber wenn du in der gesetzlichen Krankenversicherung jetzt höhere Beiträge bezahlst, kannst du natürlich diese höheren Beiträge auch absetzen und du könntest sie nicht absetzen, wenn du weniger zahlst in der privaten Krankenversicherung. Wofür das aber ganz spannend ist, ist für die Altersentlastungstarife in der privaten Krankenversicherung, weil das führt ja dazu, dass du heute mehr zahlst, um später weniger zu bezahlen. Und das führt dazu, dass du heute auch mehr von der Steuer absetzen kannst. Und das macht es schon attraktiv, weil heute, wenn du mehr verdienst, dein Steuersatz wahrscheinlich höher ist. Das heißt, du kannst hier unter Umständen Kosten absetzen bei einem Steuersatz von vielleicht 40% und später zahlst du weniger und hast nur einen Steuersatz von 20%. Das heißt, unterm Strich zahlst du durch diese Altersentlastungstarife tatsächlich insgesamt auch weniger Steuern. Allerdings sollten solche steuerlichen Spielereien nie der Grund sein, warum du dich für etwas entscheidest und nicht für was anderes. Der Grund, warum Altersentlastungstarife gut sind, damit du später nicht zu hohe Beiträge hast in der privaten Krankenversicherung. Das ist der Grund. Dieser steuerliche Effekt, der ist ganz
ganz nett, das ist auch ganz gut, das zu wissen, das sollte aber nie Entscheidungskriterium sein. Und damit kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Aspekt, den du dir in deiner Überlegung auf jeden Fall vor Augen halten solltest. Und zwar ist der Wechsel in die private Krankenversicherung relativ einfach. Der Wechsel zurück von einer privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung ist nicht immer einfach. Solange du noch nicht älter bist als 55 Jahre, kommst du in die gesetzliche Krankenversicherung zurück, indem du wieder gesetzlich krankenversicherungspflichtig wirst. Das bedeutet in erster Linie, du hörst mit deiner Selbstständigkeit wieder auf, lässt dich hauptberuflich anstellen und verdienst unter der Versicherungspflichtgrenze, die aktuell bei 73.800 € liegt. Und damit bist du wieder gesetzlich krankenversicherungspflichtig und dann ist der Wechsel von der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung möglich. Das funktioniert aber nicht so einfach, wenn du deine Selbstständigkeit beibehältst und es ist ehrlicherweise auch ziemlich schwierig, wenn du schon älter bist als 55 Jahre. Ich habe dir unten in der Videobeschreibung einmal dazu einen Artikel verlinkt. Schau da unbedingt einmal vorbei, wenn das ganze Thema für dich gerade relevant ist oder du zumindest die Optionen einmal durchspielen möchtest, bevor du dich entscheidest. Und damit kommen wir abschließend zu der Frage, was ist denn jetzt das Bessere? Und du wirst es dir denken, das kann ich dir natürlich per se so nicht beantworten. Das ist extrem abhängig von deinem Einkommen, von deinem möglichen zukünftigen Einkommen, von deiner Familienplanung, von deinem Alter, von deinem Gesundheitszustand, von generell deiner Vorstellung von deinem zukünftigen Leben. Das ist also echt nicht so leicht zu beantworten. Wichtig ist allerdings, dass du dich aktiv mit dieser Frage beschäftigst, dich informierst und dann selbst eine Entscheidung triffst. Ich kann an dieser Stelle übrigens sehr den YouTube-Kanal Versicherung mit Kopf empfehlen. Da findest du natürlich auch noch eine ganze Menge mehr Informationen rund um das ganze Thema Krankenversicherung. Verlinke ich dir auch einmal unten in der Videobeschreibung. Lass mal liebe Grüße von mir da. Und du solltest bei all den Überlegungen und auch Beratungen immer im Kopf haben, das Vermitteln einer privaten Krankenversicherung bringt unglaublich viele Provisionen. Das heißt, wenn dir irgendein Vermittler was erzählt oder auch irgendeine Webseite, zum Beispiel Check24 und Co., dass private Krankenversicherungen so super sind, solltest du zumindest auf dem Schirm haben, da fließt im Hintergrund ordentlich viel Geld. Dieses Geld fließt nicht bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Das solltest du zumindest transparent auf dem Schirm haben. Sprich die Leute, mit denen du darüber sprichst, einfach auch direkt darauf an. Ich bin ein Fan von Transparenz. Jeder soll sein Geld verdienen, habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Das Ganze muss aber sauber, fair und transparent sein. Und dann habe ich damit auch überhaupt gar kein Problem. Und die private Krankenversicherung ist für viele Menschen auch eine Top-Lösung und zwar vor allem für einkommensstarke, junge, gesunde Menschen, die auch noch die Zeit haben, ein Vermögen aufzubauen für die älteren, einkommensschwächeren Jahre, in denen die Beiträge dann prozentual etwas höher sind. Oder du wählst die gesetzliche Krankenversicherung, die ist für dich die richtige Wahl, wenn dein Einkommen eher niedriger ist, wenn du auch weißt, dass du im Alter eher weniger Geld zur Verfügung haben wirst oder aber auch, wenn du eine Familie hast oder planst, eine Familie zu gründen und du weißt, dass deine Kinder dann über dich mitversichert sein sollen, dann ist tatsächlich auch die gesetzliche Krankenversicherung tendenziell eher empfehlenswert. Und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Ich weiß, die Frage, die du hast, die konnte ich dir wahrscheinlich noch nicht abschließend beantworten, aber hoffentlich konnte ich dir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und zumindest den Weg aufzeigen, in dem du jetzt weiter recherchieren kannst. Und jetzt vielleicht abschließend mein persönlicher Erfahrungsbericht. Wie habe ich mich eigentlich entschieden? Ich habe mich tatsächlich für die gesetzliche Krankenversicherung entschieden, weil mir immer klar war, dass ich eine Familie haben möchte mit Kindern und ich wusste, dass zumindest in der Phase, in der ich dann Kinder haben werde, das Ganze in der gesetzlichen Krankenversicherung einfach günstiger und finanziell attraktiver ist. Deswegen habe ich mich schon in sehr jungen Jahren für die gesetzliche Krankenversicherung entschieden, weil ich wusste, da wird irgendwann mal diese Familienphase kommen und das ist für mich die beste Option und bis heute habe ich es nicht bereut. Ich könnte ja wechseln, möchte ich aber gerade aktuell nicht. Und wenn du dazu Fragen hast, Gedanken hast, Anregungen hast, Ergänzungen hast, dann lass es mich gerne im Kommentarbereich wissen. Und wenn du jetzt Unterstützung brauchst bei deinen steuerlichen Angelegenheiten, zum Beispiel, du brauchst einen Steuerberater, Buchhaltungsprogramm, Bankkonto, was auch immer, du findest alle meine Empfehlungen unten in der Videobeschreibung oder auch einmal hier verlinkt. Und jetzt könntest du auch so direkt den Kanal abonnieren oder direkt ein weiteres Video anschauen, zum Beispiel das hier oder das hier.